for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein super hübsches Intro-Tierchen, eine südliche Madagaskar-Boa, Acrantophis dumorilli. Ich finde es eine ganz tolle Terrarienschlange. Zum einen sieht sie wirklich oder sehen sie wunderhübsch aus, ne? Also diese Zeichnung, zum Teil ist da wirklich ja so rosa, lila, ich weiß es gar nicht, farblich bin ich immer ein wenig nicht so bewandert, wie man es nennen soll. Doch, ich glaube, rosa wird man dazu sagen. Rosatöne drin. Wirklich extrem hübsche Tiere. Ich weiß noch in meiner Anfängerzeit als Terrarianer, da war sowas eine totale Rarität. Ich glaube, ich weiß nicht, meine dritte, vierte, fünfte Terrarienschlange war dann auch so eine Dumorilli. Also ich bin bald nicht drüber weggekommen, wie hübsch denn die ist und was denn die für eine tolle Zeichnung hat. Die letzten Jahre sind die ein bisschen untergegangen in der Terroristik. Ich glaube, ein Grund ist, dass sie Anhang A, also WA1 sind. Dadurch braucht man CITES für die Tiere, ne? So ein CITES-Dokument, damit sie legal sind. Aber das kriegt man natürlich von jedem seriösen Züchter oder Verkäufer. Aber ich glaube, das schreckt die Leute ein bisschen ab. So, da ist so diese Angst vor der Bürokratie. Ich glaube, das ist der Grund, wieso die Dumorillis eigentlich gar nicht mehr so populär sind, wie sie meiner Meinung nach sein sollten, weil von der Größe, vom Verhalten, vom Fressen ist eine perfekte Terrarienschlange. Die Männchen werden ungefähr 1,50 Meter, die Weibchen vielleicht knappe 2 Meter, also auch eine tolle Größe und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Unser Thema heute sind die Schlangengifte. Da habe ich mir professionelle Hilfe geholt vom Professor Wolfgang Schäberle. Die Reptil-TV-Community kennt dich. Woher? Ja, wir haben zusammen eine Folge gedreht über die Haltung der Indigonattern und einmal über Phobien, Schlangenphobien und Reptilien insgesamt. Die Phobien. Genau, hat man Schlangen, Spinnen, genau. Und eben der Wolfgang, also dadurch kennen wir uns, ja, ist Terrarianer. Er hat früher Indigonattern gehalten, gezüchtet. Gell? Ja. Und so kommst du zu uns. So sind wir zusammengekommen. Er ist Professor für Gesundheitswissenschaften. Genau. Deswegen genau der richtige Mann für uns. Und deswegen geht es jetzt los mit den Schlangengiften. Schlangengiften, mal ein kurzer Überblick. Und insbesondere die Schlangengifte in der Homöopathie wird unser heutiges Thema sein. Und wir werden jetzt das so miteinander mal durchgehen. Das Schlangengift wird ja in der Medizin verwendet. Kannst du vielleicht ganz grob dazu was sagen? Wo wird es verwendet? Gegen was? Für was? Vielleicht nur ein kurzer Abriss. Also Schlangengifte sind unabdingbar in der Medizin. Natürlich primär mal als Gegengift für Schlangenbisse wird Medikament entsprechend Serum hergestellt. Es ist mittlerweile eine große Forschung in der Schlaganfalltherapie, in der Herztherapie. Also überall werden Schlangengifte entdeckt und da wird man in Zukunft noch sehr viel erleben, was in der Medizin Fortschritt geht, auch in der Intensivmedizin. Fester Bestandteil der Schlangengifte war schon immer in der Homöopathie. Und die Homöopathie den meisten bekannt. Und hier gibt es 4 Schlangenarten, die fest etabliert sind, Schlangengifte, über die wir uns vielleicht heute mal näher unterhalten wollen. So. Picken wir uns jetzt speziell mal die 4 raus, ja. Und tun sie würde ich dir mal vorstellen, welche Gifte die haben, wie das so wirkt. Also nur oberflächlich angerissen, aber konkret gezeigt, wie wird es in der Homöopathie verwendet, dass wir da ein schönes Bild haben davon. Das wäre doch eine Idee, oder? Hört sich spannend an. Ja, tun wir. Ganz untypisch für Reptil-TV haben wir hier ein totes, leider ausgestopftes Tier, aber das passt ganz gut zu unserem Thema. Wolfgang, was hat es damit auf sich? Naja, die Naya, die man hier sieht, ist das Gift der Naya, der Brillenschlange. Das ist ein klassisches Gift in der Medizin und auch in der Homöopathie. Dieses Exemplar, um gleich vorwegzunehmen, ist in Gefangenschaft geboren gewesen, hat den Alterstod verstorben und wurde dann eben präpariert, weil, warum auch nicht, wenn es verstorben ist. Gibt es eine nette Anekdote dazu? Naja, der Präparator seinerzeit, das Tier war eingefroren und Präparator macht das Maul auf, langt rein und haut sich den Zahn in den Finger. 3 Wochen Krankenhaus. Ne? Also Gift ist durch Tieffrieren nicht eliminierbar. Okay. Und es zeigt mal wieder,
dass die Giftschlangenhaltung auch im Todesfall tödlich sein kann. Nicht zu unterschätzen ist, oder was? Ja, deswegen. Der hat da einfach. Der hat präpariert und ist hängen geblieben, war 3 Wochen weg. Ja. Okay, also so viel zum Thema Giftschlangenhaltung. Und dann sind wir nämlich auch gleich beim Thema, beim Thema Gift, das ist ja, um das es sich dreht. Genau, vielleicht gerade mal allgemein zum Naya-Gift. Naja, also generell die Schlangengifte kann man nicht kategorisieren, 1, 2, 3 Wirkungsweisen. Es ist sehr komplex, aber sie haben einfach Tendenzen, wo mehr Wirkung ist. Und bei der Naya ist es so, dass das Gift 2 starke Wirkungen hat. Zum einen neurotoxisch und zum anderen kardiotoxisch. Neurotoxisch bedeutet, dass es an die Synapsen der Muskulatur geht und dadurch die Atmung gelähmt wird, sowohl im Atemzentrum wie auch die Atemmuskulatur. Das heißt, der Betroffene, der Gebissene, verstirbt, indem er wissentlich erstickt. Er merkt, wie er langsam erstickt. Die zweite Sache ist die kardiotoxische Situation. Das heißt, das gleiche chemische Vorgang haben wir am Herzen, sodass das Herzen nicht mehr kontrahiert irgendwann, der Herzschlag aufhört und der Patient dann in der Kombination verstirbt letzten Endes. Also stecken dann die Worte Cardio. Herz und Neuro, die Neurologie, die Nerven, die Synapsen, genau, die Neurosynapsen. Und typische Leitsymptome. Sind Neuronerven oder ist es Nerven, also Neurologie steht für Nerv. Genau, und für die Synapsleitung. Die Lehre der Nerven sozusagen. Genau. Okay. Und typisches Leitsymptom, dann hängen die Mundwinkel runter, die Augen gehen runter und alles erschlafft und der Patient verstirbt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel aus diesem potenziell starken Gift die Analogie zur Homöopathie, wo wir uns ja heute darüber unterhalten wollen. Der Begriff Homöopathie bedeutet nun mal Gleiches mit Gleichem, demgegenüber die Allopathie mit Gegensätzlichem. Und aus den Leitsymptomen dieser, wie wir sie gerade beschrieben haben, also sprich, dass die Lungenfunktion eingeschränkt wird, die Herzfunktion aufhört, genau hier leiten sich in der Homöopathie auch die Symptombilder ab, wie behandelt wird. Also sprich, es ist ein Medikament in entsprechender Potenzierung. Ab D6 besteht keine Gefährdung mehr, D12 wäre noch besser. Ein Medikament ist eben bei Herzproblemen, bei Lungenproblemen, bei Pneumonien, aber auch bei neurologischen Problemen wie Schlaganfall, Multiple Sklerose, begleitend, komplementär eingesetzt wird. Die Homöopathie ersetzt niemals die Schulmedizin, es ist eine begleitende, sehr gute, unterstützende. Immer das Bild der Symptomatik leitet sich okay, im Prinzip das ist das Interessante. Ne? Also die Symptome, die man hat bei einem Biss von einer Kobra oder bei einer Vergiftung mit dem Kobra-Gift, wenn diese Symptome, also unabhängig von dem Biss von irgendwas bei einem Menschen auftreten, behandelt man die mit dem Gleichen eigentlich. Genau, Homöopathie, Gleiches mit Gleichem. Wusste ich bis heute nicht, das ist echt spannend. Okay. Also Feuer mit Feuer oder Feuer mit Wasser bekämpfen. Ne? Das sind die 2 großen Homöopathie, Alleopathie oder Allopathie. Das sind die großen Themen, heute eben in der Homöopathie. Und da ist das Naya-Gift ein Standard, ein Klassiker, ab D6 respektive D12, wo verwendet wird. Natürlich unter ärztlicher oder therapeutischer Anwendung. Es ist keine Selbstmedikamentation. Ja? Und es sind dann irgendwelche Globulis oder Injektionen oder sowas? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Globuli, die kennt man wahrscheinlich. Es gibt das Ganze als Tinktur, aber auch als Injektionsampullen. Da könnte ich am Schluss mal noch was dazu sagen. Vielleicht Schmerztherapie in dem Rahmen. Könnte man gegen Ende vielleicht noch mal drauf zukommen. Ganz am Schluss. Genau, da war die Naya der klassische. Einer der klassischen 4 Fälle. Okay. Die nächste, wo es gibt, wäre die Lachesis muta, also der Buschmeister. Ein ganz klassisches Medikamentgift aus der Schlange des Buschmeisters, Lachesis muta. Könnten wir uns über die als nächstes mal unterhalten. In der Terroristik spielt er keine allzu große Rolle, glaube ich. In Mittelamerika spielt er eine große Rolle, ne? Riesengroße Giftschlange. Die Leute dort haben ordentlich Respekt vor diesen Tieren. Und dass die allerdings in der Medizin eine Rolle spielen, wusste ich bis heute auch nicht. Also speziell in der Homöopathie spielt es eine große Rolle, weil das so der erste dokumentierte Bissvorfall war, wo man die Symptome, die an der Homöopathie nun mal Leitsymptome sind, dort dokumentiert wurde und dadurch eben der Buschmeister so populär wurde in dem Bereich. Gut für die Schlange, weil sie dadurch eben auch gezüchtet wird und dadurch eben auch
das Gift produziert wird von dem Tier. Ne? Weil es dann da verwendet wird. Weil es verwendet wird. Eben, was sind die Symptome? Für was, gegen was nimmt man es? Also Lachesis mutata kann eben extrem große Mengen Gift verabreichen. Und Leitsymptome sind zunächst mal extrem starke Darmkrämpfe. Es kommt auch zu Erbrechen, zum Teil blutigem Schleim, also blutigen Stuhlgang. Und also der ganze Magen-Darm-Gastro-Bereich spielt verrückt. Und dann im zweiten Verlauf kommt wieder die häufiger bei Schlangengiften die neurotoxische Wirkung, also wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, in dem Fall aber auch noch eine hämorrhagische Wirkung dazu. Das heißt, hämorrhagische bedeutet, dass das Blut im Prinzip die Blutstillung, dass die gehemmt wird und dadurch das Blut austreten kann. Es gibt dann eben Blutungen aus den Augen, aus den Ohren, aus der Nase, Petechien, so kleine Blutpunkte. Und letztlich, wenn der Patient nicht behandelt wird, verstirbt er an innerer Verblutung, weil die ganzen Organe im Prinzip Blut austritt aufgrund dieser Störung, die durch die Hämorrhagie zustande kommt dann. Ja. Und hier leiten sich dann auch wieder in der Homöopathie die Behandlungsindikationen ab. Also wie wir sie gerade genannt hatten, bei Patienten. Wiederhol, Stefan, genau. Genau. Oder Magenkrämpfe, nämlich Buschmeister Globulis. Könnte man so sehen, wäre jetzt sehr plakativ. Es geht um die Symptome, aber gut aufgepasst. Okay, genau. okay. Wir haben da zumindest die Möglichkeit, im Magen-Darm-Traktbereich zu behandeln. Lachesis ist ein klassisches gynäkologisches, also frauenheilkundliches, homöopathisches Medikament und eben auch bei Blutgerinnungsstörungen. Ne? Wenn Patienten da betroffen sind, kann es, und ich wiederhole es gern, komplementär, unterstützend zur Schulmedizin, niemals ersetzend und schon gar nicht in der Selbstmedikamentation, um es einfach nochmal angebracht zu haben. Aber da gibt es gute Nachweise, gute Erfolge und kann gut verwendet werden. Also eine ganz seltene Schlange, aber eine ganz große Nummer in der Homöopathie. Anders sieht es aus bei der nächsten Schlange, Crotalus horridis, der Waldklapperschlange. Wie du gerade gesagt hast, kommen wir zu den Klapperschlangen. Crotalus horridus. Horridus, ich würde Horridus sagen. Ich war falsch. Und es wird jetzt nicht besser. Unser Präparat ist in dem Fall auch nicht Horridus, sondern Atrox, Crotalus atrox. Aber ich habe nichts anderes zu Hause gehabt. Genau, und spielt, glaube ich, jetzt auch keine große Rolle. Es ist symbolisch einfach für diesen Part, Crotalus horridus. Sag was, oder kannst du was zu diesem Gift sagen? Die Waldklapperschlange im Übrigen ist eine Art, die vom Aussterben bedroht ist und auch hier der Artenschutz wieder eigentlich nur noch durch die Giftgewinnung. Ansonsten hat das Tier leider keinen Mehrwert im Heimatland. Und das Gift wirkt auf zweierlei Arten oder vielerlei Arten, aber zwei Arten sind dominierend. Zum einen die neurotoxische Situation, das hat man schon bei Naya besprochen. Was hier stark hinzukommt, ist die nekrotische Wirkung, die Gewebszerstörung. Und das sieht man sehr schön auf den Bildern, die wir hier jetzt haben. Und hat uns einer aus der Community tolle Bilder zur Verfügung gestellt. War jetzt kein Crotalus-Biss speziell oder Horridus-Biss, aber man sieht es, oder es ist typisch, von den Symptomen. Ne? Hier sieht man die Einbissstelle. Sagst du ein bisschen was? Und schon die leichte Schwellung, ne? Das leichte Anschwellen des Gewebes, sicher mit starken Schmerzen verbunden. Und jetzt kommt die hämorrhagische Situation. Das hat man vorhin schon besprochen, also dass die Blutgerinnung gestört wird und beziehungsweise das Blut eben aus den Kapillaren austritt ins Gewebe und man natürlich hier auch die starke Schwellung schon sieht. Ne? Und das mit dem Blut, das da unten oder was, dass es hier wie so Blutergüsse oder so wie Blutblasen oder sowas gibt. Das sackt dann aus und läuft halt mit nach unten, alles unter der Haut, gibt dann auch irgendwann, kann es große Blasen geben, die platzen auf und dann haben wir Gewebenekrotisierung und das ist der zweite große Faktor, also das Gewebe durch das Gift zerstört wird und hier sieht man jetzt, wie es weitergeht, ne, wie die Hämorrhagie, also der Blutaustritt weitergeht. Und wenn man hier genau schaut, sieht man hier jetzt bei der Gegend des Bisses, sieht aus wie eine Verätzung ein bisschen. Ne? Man sieht hier jetzt sehr schön, wie das Gewebe schon zerstört ist. Ne? Irreversibel zerstört und so geht es dann weiter. Und oft versterben die Patienten, wenn sie nicht behandelt werden, einfach auch an Sepsis, an Bakterien und
alles Mögliche, was durch die große Wundverletzung eintritt und letztlich an den inneren Blutungen. Eigentlich soll sie am Beutetür töten und da kann man ja nicht warten, bis die Hautverletzung das in 13 Jahren tot ist, sondern es stirbt dann an der inneren Verblutung. Und das sieht man bei den Mäusen, kann man ja mal hier sagen, ne? Wie da so ein bisschen Blut dann manchmal aus der Nase austritt, Hämorrhagie. Okay. Das als klassischer Fall von den, also Horridus speziell, aber Crotalus typische Bissverläufe. Gell? Starkes Zerstörung von Gewebe mit allem anderen. Und hier leitet sich auch wieder die Homöopathie dazu ab, von den Leitsymptomen, Schmerztherapie, Hautproblematik, Blutproblematiken, also im Sinne von Blutgerinnung etc. Und wir kommen ja nachher noch auf ein Beispiel in der Schmerztherapie dann zu sprechen. Wo es verwendet also wird. Crotalus, ich habe es falsch gesagt, sag du es nochmal richtig. Horridus. Horridus, genau. Crotalus horridus haben wir hier. Und der vierte im Bunde wäre dann die Vipera berus, die heimische Kreuzotter, besonders wichtig. Jetzt sind wir einmal um die Welt. Ne? Wir waren erst Afrika, Asien, dann waren wir Mittelamerika, hier waren wir Nordamerika und jetzt gehen wir wieder heim zur Vipera berus. Europa, Deutschland, ganz genau. Kreuzotter. Wunderbar. Die Vipera berus, ist das jetzt speziell Deutschland, dass die in der Homöopathie oder Medizin eine Rolle spielt oder kann man das sogar international so sehen? International, aber klar, sie wurde in Deutschland eben dokumentiert über die Symptomatik, aber sie hat eine internationale Rolle, wobei sie von der Giftzusammensetzung sehr stark in der Homöopathie dominiert. Ja. Und eben, was hat die Berus jetzt für eine Zusammensetzung im Vergleich zu dem, was wir jetzt hatten, zu den anderen 3 Sachen? Die Vipera berus ist eigentlich so eine Superlative, sollte man gar nicht denken. Die hat nämlich alle Anteile stark in sich und eigentlich auch ein sehr starkes Gift. Allerdings so eine kleine Giftmenge, dass ganz selten mal schwere Unfälle passieren, eher im Bereich eben leichte Vergiftungserscheinungen. Aber wenn die gesamte Giftzusammensetzung von der Giftschwere entspricht dem Dreifachen der Diamantklapperschlange, nur ist halt so wenig. Ja, bei gleicher Menge wäre das schon eine Wirkung. Also von daher keine Angst vor Vipera berus, wieder falsch gesagt, Vipera berus. Wie immer, lasst die Schlangen in Ruhe, freut euch, dass es welche gibt. Die Giftwirkung, hämotoxisch, neurotoxisch, kardiotoxisch und natürlich eben auch nekrotisierend, ödembildend. Das sehen wir auch sehr schön auf diesem ersten Bild, das wir haben, wo man die Hand sieht, die nach einem Biss eine starke Schwellung erfährt. Ne? Wassereinlagerung, massive Anschwellung. Und im Folge kommt dann der Kreislaufschock, wenn er eintreten sollte, als Folge der kardiotoxischen, der neurotoxischen Situation. Muss ich jetzt auch noch kurz dazu sagen, haben wir von einem User gekriegt, die Bilder. Ist kein Vipera berus Biss, ne? Also, aber es passt ganz gut jetzt. Also wir haben hier keinen dokumentierten Berus Biss, den wir euch zeigen können. Und damit aber es passt wirklich ganz gut von den Bildern. Ja? Von dem her zeigen wir das an dieser Stelle. Man sieht die deutliche Schwellung der Hand, das Anschwellen und dieses geht dann weiter bis zum ganzen Arm hoch. Und dann kommen die Kreislaufsymptome, ne? Wo den Patienten dann, wenn es so kommen sollte, kollabieren lassen. Sieht man schön, die Hand total, ne? 3-mal so dick wie die andere. Okay. Und es geht weiter so dann. Ne? Vor allem, wenn die Leute rumrennen und sich aufpushen und in der Panik weglaufen, dann geht der Kreislauf natürlich voll in den Zyklus und erschwert das Ganze noch. Analogie zur Homöopathie haben wir eben genau diese Symptomatiken. Patienten, die mit Schwellungen, Ödematisierungen Probleme haben, Hautstörungen, zum Beispiel Neurodermitis oder sonstiges. Ne? Und du grinst, weil du bist also jetzt nicht täglich einmal. Muss ich auch mal probieren, okay? Nee, bitte wieder dran denken, keine Selbstmedikamentation. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, heißt der Slogan, glaube ich. Aber trotzdem ein hochkomplexes Gift und da bin ich mir sicher, wird die Forschung noch weitergehen. Vipera berus leider in Deutschland komplett am Aussterben. Und von daher wichtig, dass man sie zumindest weiter züchtet und das Gift zur Verfügung stellt. Ich habe sie leider noch nie zum Züchten bekommen. Also wenn ich da mal ein Pärchen kriegen würde, könnt ihr euch gern bei mir melden. Bis jetzt habe ich noch keine bekommen, aber wäre natürlich toll, Vipera berus zu züchten. Haben wir nebenher ein paar schöne Bilder eingeblendet aus der Terraristik. Also ich glaube, es gibt doch einige Terrarianer in Deutschland, die Berus gut und erfolgreich nachzüchten. Gell?
Da wäre Kontakt mal schön. Oder auch Bilder aus der Natur haben wir da, glaube ich, ein bisschen. Sieht man schön die Tiere drauf. Ja, wunderschöne Tiere, gell, allein. Oder diese verschiedenen Farben allein, gell, von schwarz bis ocker, sämtliche Farben. Jetzt schwenkt man aber ab vom Thema. Ne, da ist unser Herzblut, ne? Als Terrarianer, genau. Ja, dann haben wir alle, oder was heißt alle, jetzt haben wir diese 4 typischen, ganz typischen, speziell typisch für die Homöopathie. Es gibt noch die europäische Tarantel, es gibt noch den Skorpion, aber die sind jetzt nicht so im Vordergrund. Die 4 sind Kernthematik der Homöopathie. Ja, das wären mal diese gewesen und von daher wie immer der Aufruf, schützt Reptilien, tragt dazu bei auf allen Ebenen, dass Reptilien weiter existieren und wenn es nur zum Eigennutz ist, dass man sich im Notfall damit auch therapieren, medikamentieren kann. Und natürlich in der Terroristik, wo es am schönsten ist, das Tier zu sehen dann. Ne? Zum Schluss möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, eben dieser alte Spruch, Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie einen Arzt oder Apotheker, heißt es immer. Dass man natürlich nicht selber an sich rumdoktort und in deinem Fall, du bist vom Fach, was du hier sagst, hat Hand und Fuß, aber so ein Video ersetzt natürlich nie den Gang zum Arzt. Ne? Also das soll keine Selbstanleitung sein, sondern ein bisschen Information sein, ein bisschen Anregung sein. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Habt ihr selber Erfahrung damit, mit so homöopathischen Sachen, vielleicht eben aus der Schlangenwelt oder aus Schlangengiften? Hat es euch gefallen? Fandet das spannend? Mal ein bisschen, kein klassisches Terroristik-Thema, sondern grobes Umfeld. Bin auf eure Kommentare gespannt, bin auf eure Daumen gespannt. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, ganz wichtig. Seid so nett, abonniert den Channel, genauso wichtig. Am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Wer jetzt mit einem Schlangengiftbuch gerechnet hat, den muss ich enttäuschen. Da gibt es kein Buch drüber. Aber es gibt ein Buch, Die Toten vergessen nicht, Lars Wolf, der Scharfschütze. Jetzt denkt ihr euch, was bringt der denn jetzt für einen Quatsch? Der Autor ist der Wolfgang Schäberle. Also ich wundere mich, wie man das macht. Der Wolfgang macht alles. Ne? Er ist Professor, unterrichtet in seinem Fach. Du hast eine Praxis. Praxis für medizinische Hypnose, für posttraumatisierte Menschen, also die Gewaltverbrechen oder eben Militär oder eben Polizei, die so seit 1999. Und da war mir so ein Anliegen, mal die Impressionen mit den Menschen in einem aus meiner Sicht spannenden, ich lese ihn gern, spannenden Action-Thriller zu verpacken, so dass wer einen Thriller lesen will, ist da gut aufgehoben. Wer die psychisches Innenleben dieser betroffenen Menschen posttraumatisch belastet lesen will, wird es auf zweiter Ebene finden. Das war mir ein Anliegen, deswegen habe ich ihn geschrieben. Und ja, danke, dass du ihn vorgestellt hast, Stefan. Ja, und dafür schenke ich ihn dir jetzt. Ich finde es verrückt, das darfst du nicht sagen, sonst müssen wir gleich Werbesendung wieder einblenden. Oder dann habe ich ja was gekriegt dafür. Ihr seht, ich bin Laie in diesem Ding. Aber nee, das darf man sagen, keine Ahnung. Ich wundere mich, wie kann man 600 Ungrad-Seiten, also ich würde es mir wünschen, sowas zu schreiben, mit über 600 Seiten. Wie gesagt, frage ich mich, wie macht man das neben all deinen Jobs? Finde ich cool, aber ich werde es auf jeden Fall lesen. Freue mich drüber. Tausend Dank. Und vor allem 1000 Dank für deinen Besuch. Ich fand es super spannend. Ja. Wirklich neue Sachen. Also Vipera berus in aller Welt in der Homöopathie, in der Medizin, wusste ich nicht bis vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde. 1000 Dank und gerne mal wieder, Wolfgang. Und 1000 Dank an dich für die Einladung. War super schön und hat richtig Spaß gemacht. Danke dir. Bleibt uns treu und checkt die Globulis, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Daumen hoch. Ja.